Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag und es ist nicht nur Spieltag für Real Madrid, es ist auch Spieltag für dich. Ja, nach der unglaublichen Resonanz, nach dem Video von gestern, mache ich natürlich eine zweite Runde. Für diejenigen, die nicht wissen, über was ich rede, im Verlauf des Videos wirst du rechts oben ein Wappen sehen. Dieses Wappen ist der Karriereweg von einem Spieler. Als Beispiel, gestern hatte ich Marco Asensio, da habt ihr zuerst das Wappen gesehen von Mallorca, dann von Real Madrid, Espanyol Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Aston Villa und Fenerbahce. Anhand dieses Wappens kannst du den Karriereweg sehen und ich möchte, dass sobald ihr wisst, über welchen Spieler ich rede, ihr heute auf Pause drückt, ihr den Namen des Spielers aufschreibt und die Sekunde, in der ihr ihn erraten habt. Und ja, zu gestern, ich hebe die Schere. Gestern fehlte das Wappen von Paris Saint-Germain. Und ich weiß nicht warum. Ich habe dieses verdammte Wappen dahin geschnitten. Ich weiß es noch, weil das Wappen von Paris dicker war als die anderen und ich die Streifen zur Seite machen musste. Also keine Ahnung, wie es danach verschwunden ist. Heute keine Fehler. Ich achte doppelt und dreifach drauf. Viel Spaß beim Spielen. Und nicht pfuschen, ihr macht euch selber sonst das Spiel kaputt. Ja, aber abgesehen von dem Spiel, um was geht es heute in diesem Video? Natürlich um das Spiel, was wesentlich wichtiger ist. Heute Abend, 21 Uhr, Santiago Bernabeu, Real Madrid gegen Real Sociedad. Und natürlich gibt es einen Live-Watch-Along. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Eine halbe Stunde vorm Anstoß geht's los. Mal schauen, ob wir heute wieder die 1000 knacken. Also es ist unglaublich, was in den letzten Wochen da los ist. Ich freue mich heute riesig. Vielleicht sogar mehr auf den Watch-Along als auf das Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das eigentlich sagen darf. Ja, wie dem auch sei. Heute in diesem Video jetzt unterhalten wir uns natürlich über dieses Spiel. Ihr bekommt das Abschlusstraining, einige Aussagen von Arbeloa aus der Pressekonferenz, zu guter Letzt auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Aber wir haben noch einige andere Themen. Wir unterhalten uns über Bellingham, die Verletzung, ja, das sieht nicht gut aus. Wir unterhalten uns über Ceballos und zu guter Letzt, geht Sergio Ramos in den Ring? Wird er jetzt Profikämpfer? Ja, also was da los ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video, wie ihr es kennt, mit der Nachwuchsabteilung. In diesem Fall Real Madrid Castilla. Die hatten gestern Abend ein Spiel gegen Athletic Bilbao B und Real Madrid Castilla hat 2:1 gewonnen. Soweit so gut. Allerdings, ich habe Bauchschmerzen seit gestern Abend. Ich habe schlecht geschlafen. Denn wir haben einfach gerobbt. Ich kenne das so gar nicht. Es fühlt sich falsch an. Ich zeige euch das Siegtor von César Palacios in der 92., 93. Minute. Das ist doch klar abseits. Und der Schiedsrichter ist sich das sogar anschauen gegangen in die Kameras und hat dieses Tor gelten lassen. Fühlt sich ekelhaft an, so möchte ich nicht gewinnen. Naja, trotz alledem, die 3 Punkte zählen für Real Madrid Castilla. Ihr seht, in der Tabelle sind sie an Athletic Bilbao vorbeigesprungen. Wie gesagt, dieser Sieg war unverdient. Auch spielerisch fand ich Bilbao gestern die bessere Mannschaft. Naja, für diejenigen, denen es so geht wie mir, die sich jetzt so dreckig fühlen, lasst euch gesagt sein, im Laufe der Saison hat man Real Madrid Castilla durch sehr seltsame Schiedsrichterentscheidungen mehr als diese 2 Punkte geklaut. Naja, trotz alledem, so möchte ich nicht gewinnen. Wie dem auch sei, weg von Real Madrid Castilla, kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft. Ihr seht das Abschlusstraining von unseren Jungs. Da werdet ihr auch nicht mehr viel vom Gym sehen. Am Tag vor dem Spiel geht es viel mehr um Torschussübungen. Unsere Jungs haben anscheinend Zielwasser getrunken oder Courtois ist schlechter geworden. Gefühlt ist jeder Ball da drin. Ja, was ist nach diesem Training passiert? Die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Zunächst einmal Entwarnung. Er hat gesagt, Kylian Mbappé ist wieder fit und wird heute spielen. Diese ewige Hin und Her von Kylian Mbappé und seinem Knie muss ich nicht verstehen, aber er ist anscheinend heute fit. Dann hat er auch noch eine lustige Anekdote erzählt. Er hat so eine graue Couch anscheinend in seinem Büro und da führt er sehr viele Einzelgespräche. Manchmal kommen Spieler zu ihm, manchmal ruft er Spieler zu sich. Er sagt, so versteht er das Trainerdasein als enges Miteinander. Er hatte immer eine sehr gute Beziehung zu seinen Trainern, als er Spieler war. Jetzt möchte er als Trainer
Trainer genauso eine gute Beziehung zu seinen Spielern haben. Also diese neue graue Couch werdet ihr im Universum Real Madrid jetzt ab und an lesen. Ja, die berühmte graue Couch von Álvaro Arbeloa. Er hat auch nochmal gesagt, was mir die Spieler ins Gesicht sagen, im 1:1, ist mir viel wichtiger, als was die Presse schreibt, als was die Entourage der Spieler sagen. Vielleicht war das ein kleiner Wink auf den Ex-Berater oder Ex-Scout von Fenerbahce, der ja mit dem Mobbing von Arda Güler was gesagt hat. Naja, vielleicht erfinde ich mir hier auch irgendwas zusammen und Arbeloa meinte etwas komplett anderes. Wie dem auch sei, die lustigste, interessanteste Antwort von Arbeloa war aber eine Antwort an Hansi Flick. Ja, ihr erinnert euch, dass Hansi Flick vor dem Spiel im Pokal gesagt hatte, ask Real Madrid, ja. Und gestern wurde Arbeloa zu dem Spiel gefragt, Atletico Madrid gegen Barcelona. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Ich wollte dich nach dem Spiel von gestern Abend fragen, dem Pokal-Halbfinale Atleti gegen Barca, ob du es gesehen hast, ob es dir gefallen hat und ob es auch ein gewisses, sagen wir mal, positives Gefühl vermittelt, dass dieses Barca verwundbarer ist, als es scheint. Danke. Nein, dazu habe ich ehrlich gesagt absolut nichts zu sagen. Fragen Sie Barcelona und Flick. Ja, also das war eine ganz klare Antwort auf Hansi Flick. Finde ich, Arbeloa hat das gut gemacht. Und Leute, so etwas gehört zum Fußball dazu, so ein bisschen Sticheleien. Also wie gesagt, ich habe bei Hansi Flick dazu nichts gesagt, bei Arbeloa werde ich auch nichts dazu sagen. So ein bisschen Sticheleien meiner Meinung nach gehören da beim Fußball dazu. Ja, kommen wir jetzt weg von den guten Nachrichten, kommen wir hin zu den schlechten Nachrichten. Und da geht es um Jude Bellingham. Ich habe euch vor einigen Tagen gesagt, Ramón Álvarez de Mon, und diesem Mann gelten all die Props, war der erste Mal wieder mit der Information, die Verletzung von Jude Bellingham ist doch schlimmer. Also, ich sage euch immer wieder, dieser Ramón Álvarez de Mon ist eine Top-Quelle, wenn es um Real Madrid-Infos geht. Ja, seine Information wurde jetzt bestätigt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Bellinghams Verletzung könnte länger dauern als erwartet. In England gibt es Besorgnis über den körperlichen Zustand des Real Madrid-Spielers, wie Nationaltrainer Thomas Tuchel mitteilte. Jude Bellinghams Ausfall könnte länger dauern als ursprünglich erwartet. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid erlitt am 1. Februar in den Anfangsminuten des Ligaspiels gegen Rayo Vallecano einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Zunächst ging man von einer einmonatigen Pause aus. In England wird jedoch befürchtet, dass er letztendlich 6 bis 8 Wochen ausfallen könnte. Ja, wir erinnern uns alle daran, er fasst sich an den Oberschenkel und jetzt das Horrorszenario. Er fehlt nicht nur den gesamten Februar, sondern wahrscheinlich auch den gesamten März. Ich zeige euch anhand dieser Spiele, was das bedeuten würde. Er fehlt natürlich in beiden K.O.-Spielen gegen Benfica Lissabon. Und was ihr auf dieser Tabelle noch nicht mal seht, am Ende zwischen den Spielen gegen Elche und Mallorca, also sind die Achtelfinale der Champions League. Sollte Real Madrid sich also gegen Benfica durchsetzen, dann würde der Engländer auch das Achtelfinale verletzt ausfallen. Absolute Horrornachrichten. Ich hoffe einfach, ein Jude Bellingham erholt sich und kommt topfit wieder zurück. Vielleicht tut ihm diese Pause mental auch mal gut, aber für mich schlimmes Szenario. Wir brauchen einen Jude Bellingham auf dem Platz. Ja. Bleiben wir bei den Mittelfeldspielern von Real Madrid, kommen wir zu Dani Ceballos. Der ist inzwischen seit 7 Jahren, würde ich sagen, glaube ich, bei Real Madrid, war noch nie Stammspieler, immer wieder hieß es, der geht nach Betis Sevilla, der geht nach Marseille etc., der steht kurz vor einem Wechsel, aber irgendwie ist er immer da. Wenn er mal spielen darf, macht er das ganz okay, allerdings auch immer wieder eine große Verletzungshistorie. Und jetzt scheinen beide Parteien zu dem Schluss gekommen sein, es ist vorbei. Dani Ceballos verlässt zu Saisonende Real Madrid. Das berichtet zumindest OK Diario. Ceballos beginnt den Countdown für seinen Abschied von Real Madrid. Dani Ceballos wird Real Madrid nach dem Ende der laufenden Saison verlassen. Kein Fragezeichen etc. Fakt, laut OK Diario. Der Spieler aus Utera ist seit Arbeloas Ankunft unzufrieden mit seiner Situation. Ceballos mysteriöse Nachricht an seinen Nichtauftritt in Mestalla: Loyalität hat ihren Preis. Dani Ceballos Zeit bei Real Madrid hat begonnen. Das ist ein Übersetzungsfehler. Seine Zeit des Abschiedes hat begonnen, steht da.
Der Spieler aus Uteda wird den Verein in den kommenden Saison nicht mehr unterstützen, obwohl sein Vertrag noch ein Jahr lief. Verein und Spieler sind sich nach jahrelangen Transfergerüchten einig, dass es Zeit für eine Trennung ist. Der Verein hatte ihnen stets grünes Licht für einen Wechsel gegeben. Bei Real Madrid kam Ceballos Verhalten im letzten Sommer nicht gut an, da er 2 Wechselangebote erhielt. Das erste kam von Olympique Marseille, mit denen er sich sogar zu Verhandlungen traf, doch als alles zum Abschluss zu gehen schien, zog er seine Zusage zurück. Das zweite Angebot am letzten Tag des Transfers kam von Fulham, aber auch hier war Ceballos nicht verhandlungsbereit. Letztendlich blieb er bei Real Madrid und für Alonso war er wichtiger als für Arbeloa, der ihm keine tragende Rolle zuwies. An dieser Situation dürfte sich wohl nichts ändern. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber das Wichtigste haben wir ja schon gelesen. Laut OK Diario ist es die letzte Saison für Dani Ceballos bei Real Madrid. Meiner Meinung nach, wenn wir ihn auch noch gehen lassen, wir haben immer noch keinen Ersatz für Kroos und Modric bekommen. Wenn der auch noch geht, brauchen wir händeringend mindestens noch 2 Mittelfeldspieler. Naja, einer soll ja Nico Pass sein, der andere vielleicht Kees Smith oder was auch immer. Ich bin gespannt, wer euch da einfällt. Dani Ceballos, naja, meiner Meinung nach hat er sich nie bei Real Madrid durchgesetzt, hatte in der Jugend viel mehr Potenzial als das, was er wirklich auf dem Platz am Ende gezeigt hat. Ich glaube auch, das ist so ein Spieler, der, wenn er, wie erwartet, irgendwann wieder nach Betis Sevilla wechselt, dann noch so einen zweiten Frühling erlebt, wie so ein Isco etc. Ich kann mir vorstellen, dass der noch sehr, sehr guten Fußball spielt. Ja, das ist die Information. Ja, und jetzt kommen wir zur verrückten Nachricht des Tages. Gestern auf Instagram hat mich einer von euch verlinkt mit diesem Foto. Was? Wie ihr seht, ein Kampffoto zwischen Andrew Tate und Sergio Ramos. Dazu habe ich mich dann ein bisschen weiter informiert und es soll Posts geben dazu, die Sergio Ramos selber geliked hat. Also, dass da irgendwas dran sein könnte. Er selber trainiert auch mit Topuria, der spanische Leichtgewicht UFC ungeschlagene Weltmeister oder irgendwas. Lesen wir uns mal die Informationen dazu durch. Andrew Tate vs. Sergio Ramos ist für den 22. August in Katar geplant, wo die beiden voraussichtlich in einem 6-Runden-Profikampf aufeinandertreffen. Dies würde ein großes Crossover-Event markieren, das eine globale Fußballikone und einen hochkarätigen Influencer-Persönlichkeit auf einer Karte zusammenbringt. Offizielle Ankündigung wird bald erwartet. Wie verrückt ist das? Und abgesehen davon, war Andrew Tate, war der nicht mal Kickboxer oder Boxer-Profi-Kämpfer? Also, ich kenne mich da in dieser Materie null aus. Ich gucke sowas, ich habe früher mal Boxen geguckt, als zu Mike Tyson Zeiten. Danach hat das bei mir aufgehört. Also ich gucke mir auch keine Fights von Topuria an oder so. Sorry, das ist halt nicht meine Welt. Aber Sergio Ramos, einer der wohl härtesten Verteidiger in der Geschichte des Fußballs, es würde irgendwo passen. Der hat sich ja auch immer fit gehalten und er hat gesagt, er möchte in seinem Leben noch sehr viel machen. Er wollte den Grammy gewinnen, er wollte als Trainer die Champions League gewinnen, er will wahrscheinlich den Verein Sevilla kaufen als Präsident mit so einer Investmentfirma und jetzt will er auch noch in den Ring. Naja, es könnte natürlich komplett an den Haaren hergezogen sein. Ich wiederhole das, das ist ein reines Gerücht. Ich wollte euch diese Mitteilung nur mal weitergeben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gibt es bei euch Experten in dieser Materie? Lasst mich mal eure Meinung, wie wahrscheinlich das ist, in den Kommentaren lesen. Ja, wie gesagt, ich fand es so krass, das musste ich einfach mit euch teilen. Ja, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zum Ernst des Tages. Kommen wir zu der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, wie gesagt, Real Sociedad unter ihrem neuen Trainer Matarazzo haben die 9 Spiele, 7 Siege, 2 Unentschieden. Die sind in absoluter Topform und die werden nicht ins Bernabeu kommen, um den Bus zu parken. Nein, die werden vorne aggressiv draufgehen und das sind die Gegner, die es in den letzten 1,5 bis 2 Jahren Real Madrid unmöglich gemacht haben, den Ball spielerisch hinten rauszuspielen. Am Ende ist es immer der Rückpass auf Courtois
und der lange Schlag nach vorne. Damit sich das ändert, würde ich heute unsere spielstärksten Spieler aufstellen, um eine spielerische Lösung zu finden. Also im Tor Thibaut Courtois. Mein rechter Verteidiger ganz klar Trent Alexander-Arnold. Genau dafür ist er gekommen, um Real Madrid beim Spielaufbau zu helfen. Da ist der Engländer eine Waffe. Wenn du es spielerisch nicht schaffen kannst, zur Not ein 60 Meter Diago auf unsere Stürmer. Schnellere gibt es in der Welt des Planeten Fußballs nicht. Ja, meine Innenverteidiger Raúl Asensio und Dean Housen. Ich weiß, Dienhausen durchlebt nicht seine beste Phase, aber fußballerisch, rein spielerisch ist er der beste Innenverteidiger, den wir haben. An seiner Seite der MVP der letzten Woche, Álvaro Carreras. Tchouaméni davor, wie gesagt, den brauchst du bei Real Madrid, der ist unverzichtbar für die Stabilität. Heute wird er einige Zweikämpfe führen müssen. An seiner Seite die zweite Lunge, Fede Valverde. Der ist spielerisch vielleicht nicht der stärkste, aber läuferisch und er und Tchouaméni können da eine Menge Lücken zusammenstopfen. Dann die erste spielerische Lösung, Dani Ceballos. Gerade noch über ihn geredet, aber fußballerisch hat er nach Arda Güler im Mittelfeld wahrscheinlich den besten Fuß, die beste Spielkontrolle und er soll dafür sorgen, dass der Ball nach vorne kommt. Zu wem? Ja, zu dem gerade erwähnten Arda Güler. Der junge Türke soll im Endeffekt die entscheidenden Pässe spielen, das Spiel von Real Madrid dirigieren und er soll unsere beiden Stürmer vorne finden. Die beiden Stürmer wären meiner Meinung nach Kylian Mbappé und Vini Junior. Heute wird ein sauschweres Spiel, aber ich bin der Meinung, mit dieser Elf hätte Real Madrid heute gute Chancen auf den Sieg. Das ist meine Meinung. Jetzt bin ich gespannt, was deine Meinung ist, sowohl zu meiner Aufstellung als zum gesamten Video. Doch bevor ich mich verabschiede, löse ich natürlich das Spiel noch auf. Gesucht war natürlich Mesut Özil, ein genialer Spieler, ein Spieler, wenn ich ehrlich bin, den ich lieber noch ein paar Jahre länger bei Real Madrid gesehen hätte. Also bin ich gespannt, wer den Spieler erraten hat und in welcher Sekunde. Schreibt das auf. Ansonsten, wie gesagt, liked bitte dieses Video, teilt dieses Video, hypen, wenn ihr es könnt. Wer noch kein Follow dagelassen hat, bitte macht das, dann schaffst du es noch unter die ersten 25.000, tust mir einen Riesengefallen. An alle anderen würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend beim Live-Watch-Along wieder. Wird bestimmt wieder genial. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Hola, Mari!